In diesem Tutorial soll es darum gehen, wie man Webseminare und Online-Vorlesungen barrierefrei plant, durchführt und nachbereitet. Zunächst aber, was kennzeichnet eine barrierefreie Online-Lehrveranstaltung? Kurz gesagt, dass alle Studierenden die digitalen Angebote ohne fremde Hilfe nutzen können. Dazu gehört, dass Unterrichtsmaterial, Moodle-Kurse und Zoom-Meetings barrierefrei gestaltet sind. Wichtig ist außerdem Ihre Haltung, denn Inklusion beginnt im Kopf. Signalisieren Sie den Studierenden Ihre Bereitschaft zur Unterstützung und ermutigen Sie gleich zu Semesterbeginn dazu, konkrete Bedürfnisse zu äußern, damit alle erfolgreich an den Veranstaltungen teilnehmen können. Neben der inhaltlichen und didaktischen Planung sollten Sie auch das Thema Barrierefreiheit von Anfang an mitdenken. Stellen Sie sich dabei zuerst die Frage, welche Formate, Plattformen und Materialien Sie verwenden möchten und prüfen Sie jeweils die Barrierefreiheit. Alle bereitgestellten Dokumente, zum Beispiel Semesterpläne oder Seminarlektüre, sollten barrierefreie PDFs sein. Sie sind also mit Screenreadern und Vergrößerungssoftware problemlos lesbar. Wie man diese Dokumente erstellt, erfahren Sie im Tutorial Barrierefreie PDF-Dokumente. Achten Sie bei der Gestaltung Ihrer Textdokumente, Bilder und Grafiken auf eine klare Strukturierung und verwenden Sie Farben, die über einen ausreichenden Kontrast zueinander verfügen. Besonders stark unterscheiden sich Komplementärfarben wie zum Beispiel Blau und Gelb. Aber Vorsicht! Vermeiden Sie die Komplementärfarben Rot und Grün, denn Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche können hier keinen Unterschied erkennen. Um eine möglichst gute Lesbarkeit zu gewährleisten, verwenden Sie serifenlose Schriftarten, zum Beispiel Arial oder Helvetica. Wenn Sie visuelle oder auditive Inhalte verwenden, denken Sie daran, dass Sie Videos mit Untertiteln und, wenn möglich, einer Audiodeskription bereitstellen. Audios benötigen zusätzlich ein Transkript. Alle Infos, Dokumente und die Zugangsdaten für das nächste Zoom-Meeting sollten spätestens 3 Tage vor dem Termin zur Verfügung gestellt werden, damit sich alle Studierenden entsprechend ihrer Bedürfnisse auf den Kurs vorbereiten können. Bereitstellen werden Sie Ihr Material höchstwahrscheinlich per E-Mail, über einen Cloud-Speicher oder, noch besser, auf der Lernplattform Moodle. Hier sollten Sie Folgendes beachten: Fügen Sie den bereitgestellten Dateien, Bildern und Grafiken eine Bildbeschreibung hinzu. Wenn Sie zum Beispiel ein PDF mit der Seminarlektüre hochladen, fügen Sie den Titel des Textes und eine kurze Beschreibung hinzu, zum Beispiel die genaue Quellenangabe. Ebenso bei Bildern oder Grafiken. Hier laden Sie zuerst Ihr Bild hoch, anschließend geben Sie noch eine knappe Bildbeschreibung, bestehend aus erstens dem Bildtyp, zum Beispiel Foto, Strichzeichnung, Kreisdiagramm, zweitens einer kurzen, möglichst objektiven Beschreibung und drittens dem Copyright-Vermerk. Auch bei Verlinkungen gibt es ein paar Details zu beachten. Verwenden Sie hier nicht den tatsächlichen Link im Text, sondern unterlegen Sie einen sinnvollen Begriff mit einem Link. Ein Beispiel: Statt den Link zur Homepage der Universität Potsdam in das Textfeld zu kopieren, schreiben Sie Universität Potsdam, markieren das Wort und klicken auf das Verlinkungssymbol. Hier können Sie die Linkadresse einfügen, außerdem können Sie festlegen, dass der Link in einem neuen Fenster geöffnet wird. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kurs im Browser weiterhin geöffnet bleibt. Sehr hilfreich ist auch eine kurze Beschreibung, die Sie Ihrem Link voranstellen. Zum Beispiel Link zur Homepage der Universität Potsdam. Nun kann es losgehen mit Ihrem Webseminar oder Ihrer Online-Vorlesung. Richten Sie Ihren Monitor so ein, dass Sie frontal in die Kamera schauen und sorgen Sie für eine angenehme Lichtsituation, bei der Ihr Gesicht beim Sprechen gut sichtbar ist. Vermeiden Sie Orte mit lauten Hintergrundgeräuschen und schalten Sie Ihr Telefon stumm. Teppich und Vorhänge helfen gegen Raumschall. Um gut verständlich zu sein, sollten Sie außerdem ein externes Mikrofon statt des Computermikros benutzen. Sprechen Sie deutlich und in mäßigem Tempo in die Kamera, um das Lippenlesen zu ermöglichen. In Rücksichtnahme auf TeilnehmerInnen mit Seheinschränkungen sollten Sie einen möglichst klaren, neutralen Hintergrund wählen
und ablenkende Muster oder Details vermeiden. Höchstwahrscheinlich werden Sie Ihr Seminar oder Ihre Vorlesung über Zoom durchführen. Diese Software verfügt über einige praktische Werkzeuge. Eine hilfreiche Funktion ist es, die Sitzung aufzuzeichnen, um sie später bereitstellen zu können. Achtung! Bitte erfragen Sie hierfür vor der ersten Aufzeichnung die Zustimmung der TeilnehmerInnen per E-Mail, damit sich alle Beteiligten möglichst anonym entscheiden können. Fragen Sie auch zu Beginn der ersten Sitzung noch einmal nach. Um das Aufzeichnen von Meetings zu ermöglichen, aktivieren Sie zunächst die Cloud-Aufzeichnung. Klicken Sie dazu rechts oben in Ihrem Zoom-Startscreen auf das Einstellungsrädchen. Unter Allgemein wählen Sie Mehr Einstellungen ansehen. In Ihrem Browser öffnet sich daraufhin ein neues Fenster. Unter Einstellungen wählen Sie den Reiter Aufzeichnung und hier die Optionen für die Cloud-Aufzeichnung aus. Hier haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Wählen Sie am besten, dass der aktive Sprecher und die Galerieansicht aufgezeichnet werden soll. Außerdem können Sie hier den Chatverlauf mitschneiden. Ebenso besteht die Möglichkeit, ein reines Audio aufzuzeichnen. Das ist zum Beispiel dann eine sinnvolle Option, wenn SeminarteilnehmerInnen sich gegen eine Videoaufzeichnung ausgesprochen haben. Weiterhin können Sie Ihre Aufzeichnung durch einen Zeitstempel datieren und bei Bildschirmfreigaben eine Miniaturansicht der oder des Sprechenden aufzeichnen. Die Möglichkeit, automatisch ein Transkript erstellen zu lassen, gibt es derzeit leider nur für englischsprachige Meetings. Nicht vergessen, klicken Sie zu Beginn jeder Zoom-Sitzung auf Aufzeichnen. Eine andere Funktion ermöglicht es, Ihrem Meeting Live-Untertitel hinzuzufügen. Wählen Sie dazu am unteren Rand des Zoom-Screens die Funktion Untertitel. Hier haben Sie die Wahl, ob Sie während des Meetings selbst tippen möchten, was sich eher als Herausforderung erweisen dürfte, oder ob Sie diese Aufgabe an Teilnehmende des Meetings delegieren möchten. Alternativ lassen sich hierfür auch kommerzielle Anbieter hinzuschalten. Auch die Chat-Funktion können Sie nutzen, um mit den Studierenden zu interagieren. Hier können Sie beispielsweise zu Beginn Informationen zum Ablauf bereitstellen und Studierende können Fragen stellen. Behalten Sie den Chat während der Sitzung also gut im Auge. Denken Sie bei der Verwendung von Bildern, Grafiken oder Videos daran, deren Inhalt zu verbalisieren. Zum Beispiel: Ich zeige hier einen Kupferstich aus dem 15. Jahrhundert, der die Olivenernte in Apulien darstellt. Oder: Dieses Video zeigt die Fließbandproduktion in den Ford-Werken in Detroit im Jahr 1928. Bei Slideshows und Präsentationen sollten Sie die jeweiligen Seitenzahlen erwähnen. Dies ermöglicht den Studierenden eine leichtere Orientierung in der nach dem Kurs bereitgestellten Präsentation. Sinnvoll ist außerdem, von jeweils einer Person ein Sitzungsprotokoll verfassen zu lassen, das die Diskussionsergebnisse schriftlich festhält. Das Protokoll stellen Sie anschließend als barrierefreies PDF oder als reines Textdokument auf Moodle bereit. Das hilft allen, die die Sitzung nacharbeiten möchten. Wichtig ist außerdem, am Anfang der ersten Sitzung die Gesprächsregeln festzulegen und diese in den Chat zu schreiben. Zusätzlich können Sie eine schriftliche Zusammenfassung auf Moodle stellen. Beispiel: Der Wunsch zu reden sollte von den TeilnehmerInnen auf eine festgelegte Weise signalisiert werden, zum Beispiel per visuellem Handzeichen oder im Chat. Mehrere Menschen sollten nicht gleichzeitig reden und nur die oder der jeweils Sprechende sollte das Mikro anschalten. Vor dem Sprechen sollten die TeilnehmerInnen kurz ihren Namen sagen. Um das Lippenlesen zu ermöglichen, sollten die Sprechenden die Videofunktion ihres Geräts einschalten und frontal in den Bildschirm schauen. In Seminaren ist es allgemein sinnvoll, wenn alle Teilnehmenden die Videofunktion anlassen. Bei Vorlesungen sollte der Fokus auf Ihnen, also der oder dem Lehrenden, liegen. Nach dem Kurs sollten Sie diesen nachbereiten. Laden Sie zunächst Ihre Präsentation auf Moodle hoch. Außerdem, sobald es eintrifft, das Protokoll der Sitzung. Falls Sie das Zoom-Meeting und den Chatverlauf aufgezeichnet haben, können Sie es nun herunterladen und ebenfalls auf Moodle bereitstellen.
Sie finden Ihre Mitschnitte online unter Aufzeichnungen. Vorsicht! Nach 30 Tagen wird das Material im Cloud-Speicher von Zoom automatisch gelöscht. Ihrem Video können Sie nun noch Untertitel hinzufügen. Das können Sie händisch oder beispielsweise mit Hilfe von YouTube machen. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie im Videotutorial Barrierefreie Videomitschnitte. Gerade wenn es sich um Material handelt, das im Anschluss auch öffentlich, über den Rahmen des Semesters hinaus, zur Verfügung gestellt werden soll, ist es sehr sinnvoll, sich diese Mühe zu machen, insbesondere bei Vorlesungen oder Konferenzmitschnitten. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, worauf es bei der Erstellung eines barrierefreien Videos ankommt. Planen Sie die Barrierefreiheit von Anfang an mit und signalisieren Sie den Studierenden gegenüber die Bereitschaft, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Stellen Sie Texte, Videos, Bilder und Verlinkungen barrierefrei zur Verfügung. Legen Sie klare Gesprächsregeln fest und achten Sie bei den Meetings auf Beleuchtung und Tonqualität. Verbalisieren Sie visuellen Content, fügen Sie nach Möglichkeit Live-Untertitel hinzu und zeichnen Sie die Sitzung auf. Stellen Sie nach der Sitzung Präsentationen, Protokolle und die Videomitschnitte zur Verfügung und fügen Sie Untertitel hinzu. Falls Sie doch einmal auf technische Schwierigkeiten stoßen, können Sie sich an das Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement, kurz ZIM, wenden.